Hallo, heute möchte ich euch drei einfache und schnelle Zubehörteile zum Selberbauen vorstellen. Dieses Video ist für Anfänger in der Ameisenzucht sehr interessant. Auch für Fortgeschrittene ist es interessant, die selber Zubehör bauen wollen. Ich werde euch heute zeigen, was wir aus diesen Sachen alles machen können. Um welches Zubehör es sich handelt, werdet ihr nach dem Intro erfahren. Hallo und herzlich willkommen auf Atlantis, euer Ameisenkanal. Heute geht es in diesem Video um Zubehörteile für euer Ameisen. Ich werde euch heute zeigen, wie ihr ganz einfach eine Abdeckung für euer Reagenzglasnester bauen könnt. Wir werden mit Hilfe ein Reagenzglas aus Kunststoff und ein Deckel eine Tränke bauen. Und aus einer Kunststoffkiste werden wir ein schnelles und einfaches Nest bauen. Das ist die schnellste Lösung, um ein Ameisennest mit wenig Aufwand und Werkzeug zu bauen. Falls ihr euch für ein bestimmtes Zubehör interessiert, könnt ihr in den verschiedenen Kapiteln springen. Ich freue mich, wenn ihr das Video komplett anschauen würdet. Dies könnte für euch hilfreich sein. Wir beginnen mit dem Bau einer Reagenzglasnest Abdeckung. Die Abdeckung ist für ein 16 mm Durchmesser und 160 mm langen Reagenzglasnest geeignet. Ihr könnt auch andere Reagenzgläser verwenden. Die Abdeckung, die wir jetzt bauen werden, wird so aussehen. Für den Bau benötigen wir eine Schere, ein Blatt Papier, ein Reagenzglas und Klebeband. Das Klebeband, was für den Bau benutzt wird, ist schwer zu verarbeiten. Ihr könnt auch ein anderes nehmen. Als erstes werden wir 6 kleine Klebestreifen herausschneiden und zur Seite legen. Wir nehmen jetzt das Blatt Papier und das Reagenzglasnest. Das Reagenzglas müssen wir bündig mit dem Blatt Papier anlegen. Jetzt rollen wir das Papier über das Reagenzglas, bis es komplett verdeckt ist. Wir müssen 2 cm mehr schneiden, um später einen vernünftigen Übergang zu bekommen. Nachdem das Blatt passend geschnitten ist, können wir es messen und so genaue Maße zu ermitteln. Falls ihr mehrere bauen wollt, könnt ihr leichter die Streifen schneiden. Als erstes rollen wir das Reagenzglas im Papier. Das kann manchmal etwas schwierig sein. Das Reagenzglas darf nicht so fest im Papier eingerollt sein, sonst lässt es sich nicht so gut herausziehen. Anschließend werden wir das Papier mit einigen Klebestreifen befestigen. Wir werden es an 3 Stellen fixieren. Am Anfang, in der Mitte und am Ende. Es scheint alles gut zu passen. Jetzt werden wir am Ende vom Reagenzglas etwa 1,5 cm Papier stehen lassen. Das überschüssige Papier brauchen wir nicht mehr. Da sich beim Schneiden das Papier verschoben hat, schieben wir es wieder passend. Jetzt müssen wir das Reagenzglasnest festhalten, so dass es sich nicht bewegen kann. Das Ende müssen wir zusammenfalten. Es muss alles abgerundet werden. Wenn alles in Ordnung ist, können wir wieder weitermachen. Mit Hilfe der restlichen Klebestreifen werden wir das abgerundete Ende zukleben. Wir benötigen jetzt weitere Klebestreifen. Diese Klebestreifen müssen ebenfalls 1,5 cm länger als das Reagenzglas sein.
Wir werden jetzt das, was wir vorbereitet haben, mit Klebeband einrollen. Das überschüssige Material wird zusammengedrückt und abgeschnitten. Jetzt müssen wir das Reagenzglas festhalten und das Ende abrunden. Anschließend werden wir es mit Hilfe eines Klebestreifen verschönern. Es sieht alles gut aus. Was noch fehlt, ist die Begradigung am Reagenzglaseingang. Die Begradigung ist nun fertig und die Reagenzglasabdeckung sieht gut aus. Wir werden jetzt noch das Reagenzglas gegen Wegrollen sichern. Dafür wird nur ein wenig Klebeband benötigt. Das Reagenzglas ist nun gegen Abrollen gesichert und es sieht gut aus. Bei dieser Abdeckung kann man nicht im Nestbereich reinschauen, das ist aber nicht so schlimm. Für kleinere Ameisenkolonien ist es natürlicher und besser, komplett im Dunkeln zu sein. Ich finde die rote Abdeckfolie für Reagenzglasnester nicht geeignet. Wenn die Ameisenkolonien in größere Nester umgesiedelt wurden, kann man eine rote Abdeckfolie verwenden. Wenn ihr mich unterstützen wollt, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Jetzt werden wir, wie im Video zu sehen ist, eine Wassertränke für Ameisen bauen. Diese Ameisentränken sind sehr praktisch und einfach zu bauen. Um die Wassertränken zu bauen, benötigen wir einige Sachen. Wir benötigen ein Reagenzglas aus Kunststoff mit einem Durchmesser von 16 mm und einer Länge von 160 mm. Um den Boden der Tränke anzufertigen, benötigen wir einen Deckel aus einer Milchverpackung. Mit dem Deckel kann man vielen Zubehör anfertigen, zum Beispiel Futterschalen. Wir brauchen was zum Anzeichnen, ein Cuttermesser und eine Feile. Den Schlauch benötigen wir später, um den Reagenzglas zu füllen. Im ersten Schritt schneiden wir den Deckel passend. Ich lasse immer 5 mm Rand stehen. So müsste es ungefähr aussehen, wenn der Deckel fertig ist. Im nächsten Schritt werden wir das Reagenzglas anzeichnen. Wie ihr sehen könnt, zeichne ich das Ende der Einkerbung oberhalb des Deckelrands. So sieht das aus, wenn es angezeichnet ist. Dies ist nur eine Hilfsmarkierung. Wir werden jetzt mit der Feile Einkerbungen bis zur Markierung einfügen. Die Einkerbungen sind jetzt drin und das sieht gut aus. Jetzt schauen wir, ob das alles passt. Später reinigen wir alles, bevor es weitergeht. Es ist die Zeit gekommen, die Tränke auszuprobieren.
Als erstes füllen wir das Reagenzglas. Wir werden mit Hilfe ein Papiertuch schauen, ob die Wassertränke funktioniert. Wir müssen dafür das Papiertuch zusammenrollen und in die Tränke eintauchen. Die Wassertränke funktioniert. Man sieht bei der Wasserabnahme Blasen hochsteigen. Das bedeutet, dass die Tränke nachgefüllt wird. Diese Tränken benötige ich für große Ameisenkolonien, wie die Camponotus nicobarensis. Ich habe verschiedene Videos in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut rein, es ist sehr interessant. Jetzt bauen wir ein schnelles und einfaches Ameisennest. Um ein solches Nest zu bauen, benötigen wir eine Kunststoffkiste. Am besten ist es, wenn diese Kiste ein kleines Rand besitzt, das ist besser für den Ausbruchsschutz. Diese Kisten werden zum Sortieren von Schrauben verwendet. Für diesen Projekt ist die Kiste etwas zu groß, ihr könnt auch kleinere Kisten benutzen. In diesen Nester müssen die Ameisen eher trocken gehalten werden. Bei zu hoher Luftfeuchtigkeit im Nest können sich die Struktur ein wenig verbiegen. Diese Nester sind trotzdem für die meisten Ameisenarten geeignet. Das Werkzeug sowie das Material, was benötigt wird, findet ihr in der Videobeschreibung. Es wird ein Stufenbohrer, ein passender Bohrer für die verwendeten Schrauben und ein Reißnadel benötigt. Wir benötigen nur eine Verschraubung, wie im Video zu sehen ist. Dann brauchen wir 6 Befestigungsschrauben M5er mit passenden Unterlegscheiben und Muttern. Die Verschraubungen, die im Video zu sehen sind, werden von Elektrikern verwendet. Was wir noch brauchen, ist ein Akkuschrauber. Als erstes werden wir das Loch für den Verbinder anzeichnen. Anschließend werden wir das Loch bohren und den Verbinder befestigen. Wir müssen jetzt noch die Löcher für die Schrauben reinbohren. Da wir M5er Schrauben haben, werden wir die Löcher mit einem 5,2 mm Bohrer bohren. Um einen höheren Ausbruchsschutz zu erreichen, können die Ränder zusätzlich beklebt werden. Ich empfehle euch dafür, Aquariumsilikon zu verwenden. Der Nachteil ist, dass ihr das Nest nicht mehr einfach öffnen könnt. Bevor wir das Nest verschließen können, müssen wir die Kammer miteinander verbinden. Dafür verwenden wir jetzt die Reißnadel. Um die Löcher hineinzubekommen, müssen wir die Reißnadel erhitzen, um die Durchgangslöcher reinzubrennen. Das ist die einfachste und schnellste Lösung. So werden die eingebrannten Löcher später aussehen. Für kleine Ameisenart ist es in Ordnung. Nachdem die Löcher fertig sind, wird das Nest zusammengebaut.
Dieses Nest ist ein sehr einfaches Zubehör, um sich schnell ein Ameisennest zu bauen. Schreibt mir in den Kommentaren, ob euch die Zubehörteile gefallen haben und was ihr davon haltet. Es hat mich gefreut, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Bis demnächst. Ciao, Antlantis, euer Ameisenkanal.